Montag, der 6. Mai. Mittlerweile auch schon 5 vor 11. Ich war jetzt 2 Tage in Pagosa Springs auf dem Campingplatz außerhalb der Ortschaft. Manchmal war es ein bisschen mühsam, wenn man etwas posten oder essen wollte. Es ist 1,8 Meilen außerhalb. Gut 3/4 Stunde zum Laufen. Und dann hat man halt immer versucht, per Autostopp in die Ortschaft reinzufahren. Manchmal mit mehr oder weniger Erfolg. Und jetzt unser Nachbar vom Campingplatz hat uns gerade noch genau etwas zu essen gegeben. Auf dem Grill. Ja, und jetzt wäre er fast nicht geblieben. Der Christian ist noch da. Er ist gestern hier angekommen. Und der ist noch Deadbolt, ist auch noch gewesen, auf dem gleichen Platz. Der Platz hat $35 gekostet die Nacht. Plus jedes zusätzliche Zelt noch $5. Die Hotels sind viel zu tief in der Ortschaft. Und jetzt versuche ich per Autostopp auf den Wolfkrückpass raufzukommen, wo der Wanderweg wieder weitergeht. Tag 42 von der Wanderung. Es ist Dienstag, der 7. Juni, morgen um 8 Uhr. Und das gestern mit dem Autostöppeln hat nicht so gut geklappt. Ich bin eine Stunde lang an der Straße gestanden, es hatte einen Haufen Auto gehabt, aber keiner wollte halten. Und es war 12:30. Dann habe ich gedacht, weißt du was, jetzt langsam habe ich auch schon wieder Hunger und ich habe einen guten Gespann auf dem Campingplatz mit Christian. Gar nicht zurück. Ich bin jetzt noch eine Nacht hier geblieben. Und jetzt gehen wir miteinander los. Und unser netter Nachbar aus Albuquerque, ja, von Albuquerque ist jetzt gerade hochgekommen und hat gesagt, weißt du was, wenn es nicht allzu weit ist, fahre ich rauf. Und jetzt habe ich gesagt, ja, es ist knapp eine halbe Stunde für den Pass rauf. Dann habe ich gesagt, dann Tag ist schnell rauf. Dann müssen wir heute nicht stöppeln und haben das Problem einfach gelöst. Ja, und dann laufen wir miteinander wahrscheinlich in den nächsten paar Tagen, wenn das zusammen harmoniert. Es ist jetzt 10:09 Uhr. Christian und ich sind losgelaufen vom Wolfkrückpass. Der Nico, unser Nachbar auf dem Campingplatz, hat uns netterweise raufgeführt. Ja, schon ganz erlebbar gewesen. Hat zwar ein bisschen beige ausgesehen, mit seinen Tätowierungen am Haus, wie ein Gangster, aber das pure Gegenteil gewesen. Geht auch nicht gleich. Es ist jetzt 12:30 und wir haben jetzt eine dunkle Wolke da bis oben und es tut leicht regnen. Ich hoffe, das hält nicht allzu lang. Es ist wirklich, glaube ich, nur eine schwarze Wolke.
kurz nach der einen und wir sind jetzt zum Spotted Lake angekommen und hier machen wir jetzt eine Mittagspause. Oder? Ah, ja, jetzt habe ich einen Fisch gesehen. Fünf vor 2 und wir laufen wieder weiter für die Mittagspause. 5 vor 2. Ja. Nein. Das Wetter spielt ein bisschen verrückt. Es hat eine dunkle Wolke oben da. Einzelne Treppen. Dann kommt wieder eine Windböe. Dann kommt wieder die Sonne für den Schutz. Es ist schön warm. Alles ein bisschen. Ja, du magst ja gehen, du. Hilf gerade rein. Ja, das ist am Anfang. Holy moly. Das ist gerade ein bisschen lustig. Es ist 6:30 und wir schauen jetzt nach einem windgeschützten Zeltplätzchen. Möglichst versteckt hinter ein paar Bäumen wäre nicht schlecht. Aber es hat nicht viel Schlaues rum. Mittwochmorgen, der 8. Juni. Es ist jetzt 6:15. Wir haben übernachtet auf 3600 Meter. Morgen ein bisschen frisch jetzt. Aber die Sonne ist schon über den Grad reingekommen. Über den Grad, wo wir gestern gelaufen sind. Ja, ich war bereit zum Loslaufen. Im Wandertag Nummer 44. Der Christian ist jetzt noch zum Morgen. Jetzt weiß ich nicht, ob ich ein bisschen früher losgehe und dass er mich einholt oder dann müssen wir noch abmachen. Es ist jetzt fast 8:30 geworden, bis wir losgelaufen sind.
Jonas aus Deutschland, der Christian und ich. Und jetzt sind wir gerade am Bach vorbei. Jetzt wird wieder Wasser aufgefüllt. Habe ich Eis gegessen und langsam habe ich Hunger. Ich denke, der Christian hat auch Hunger. Er hat ein bisschen mehr, glaube ich, momentan 5 Jahre. Wo ist wo? Christian, was meinst du so einer Mittagspause? Ja, nicht schlecht. Ein bisschen Wasser wäre auch noch gut. Ja, das habe ich aber auch gedacht, aber es hat nicht. Schnee hat es einfach. Ich weiß nicht, ob da oben hat es ein Schneefeld auf dem Hügel oben. Dann machen wir durch. Gut. Sehr viel Schnee und nie eine Schneeschmelze. Es ist jetzt 2:30 und wir haben beschlossen, dass wir laufen bis zum nächsten Wasser, bis wir Mittagspause machen. Wir haben uns da ein bisschen unterschätzt. Aber jetzt haben wir da das Bächli. Wir finden, es sind da viele Schneefelder vorbei und haben auch immer gehofft, dass da Schneeschmelze hat, dass man die Flaschen füllen kann, aber es war nie. Es ist alles der rechte Boden versickert. Dann machen wir jetzt später die Mittagspause. Nach einer eher kurzen Mittagspause, es ist jetzt 2:10, gehen wir jetzt wieder weiter und in einer Meile kommen wir zum Knife Setch, wo wir dann ein bisschen aufpassen. Es hat ein bisschen Schnee drin, wo man muss traversieren muss. Aber es wird jetzt weicher Schnee sein, noch mit der Zeit, dass man sicher gut Tritte reinmachen kann, wenn es noch nicht sind. Ja, dann machen wir das so.
ist jetzt mittlerweile kurz vor der 8. Wir sind hier um die 6 Uhr hier beim Pass gewesen. Haben jetzt das Zelt aufgestellt, das Nachgegessen. Und da ist dann noch der Kadels dazugekommen, der Jonas aus Deutschland, der auch gestern bei uns übernachtet am gleichen Ort. Und dann noch der Österreicher. Ist auch noch dazu gestoßen. Jetzt sind wir das 4. hier auf dem Pass. Und ich denke, ich verkrieche mich jetzt so langsam ins Zelt. Das sind unsere 4 Zelte. Da hat noch Seele. Und da oben war der Pass ohne Namen. Es ist Donnerstag, der 9. Juni. 10:08 Uhr. Jetzt bin ich gerade losgelaufen. Gerade mit dem Jonas. Der Österreicher ist vor etwa einer halben Stunde los. Und der Christian ist noch im Zelt. Er fühlt sich heute nicht so fit. Er hat gesagt, er mag mir wahrscheinlich nicht nachher. Ich soll einfach gehen. Er hat schwere Beine. Oder? Ja, er ist einfach zu wenig erholt. Darum laufe ich jetzt einfach los. Vielleicht halte ich mich bis Mittag ein, weil ich mache dann eine längere Mittagspause. Mein Schlafsack war noch ein bisschen feucht am Morgen. Den haben wir dann recht in der Sonne. Ja, das war heute der Wandertag 45. Ah, man sieht den Wanderweg schon von weitem. Siehst du ihn? Ja? Siehst du den Wanderweg? Oh ja. Ja. Das ist ein Vergleich. Ja. Aha. Man sieht sich. Man sieht sich. Ich laufe jetzt noch eine Stunde, anderthalb bis Mittag. Ja. Machst du auch noch mal Mittagspause? Was für eine dumme Frage. Okay, bis bald. Jetzt wäre es 12 Uhr und ich habe eigentlich gedacht, ich mache jetzt ein bisschen kleiner zum Mittag um 12 Uhr rum. Irgendwo in der Sonne. Und dann kann ich meinen Schlafsack in die Sonne legen, weil er morgen auch feucht war. Aber jetzt weiss ich nicht, jetzt blöd sich da etwas zusammen im Himmel. Und dann habe ich noch Sonne. Da oben ist gerade noch ein Loch, wo die Sonne durchkommt, aber es zieht sich zusammen und da sieht es recht dunkel aus. Jetzt muss ich da noch auf den Hügel rauf und nachher rechts oben, glaube ich,
Jetzt weiss ich nicht, aber ich glaube, ich gehe nicht rauf schauen. Wie das Wetter auf der anderen Seite so aussieht. Es ist jetzt 11:45 und ich habe mich jetzt ein bisschen beeilt hier rauf. Hier ist wieder so ein Hechtplateau. Jetzt muss ich alles da durchlaufen. Aber dort sieht das Wetter wenigstens besser aus. Weil oben mir oben ist eine dunkle Wolke. Die gefällt mir gar nicht da. Aber ich bin auch nicht sicher, welche Richtung das sie zieht. Ich gehe jetzt nicht ein bisschen. Irgendwann wird es wohl eine Gelegenheit für ein Mittag geben. Ich glaube, ich habe noch einen Glück gehabt. Es hat jetzt wieder ein bisschen angegeben. Ich habe die Richtung geändert, also der Weg hat die Richtung geändert. Aber dort, wo ich vorher durchgelaufen bin, dem Hechtplateau oben, hat es sicher stärker geregnet. Das ist das Wetter, wo ich hinlaufe. Und das ist das Wetter, von wo ich komme. Es war jetzt gerade 1 gewesen. Und ich glaube, jetzt wage ich es. Zieht sich da noch an, mache Mittagspause. Aber jedes Mal habe ich nicht so viel Glück. Jetzt bin ich aber auch recht zügig gelaufen. Jetzt mache ich Pause hier. Wie es eine Woche so schnell so etwas wird. 2:10. Ich bin wieder losgelaufen von der Mittagspause. Den Schlafsack habe ich gerade ein bisschen die Sonne da. Aber die Sonne ist nicht immer so schön gekommen. Viele Wolken am Himmel. Und sobald die Sonne ein bisschen verdeckt wird, ist es nicht frisch.
7 Uhr. Und wir machen jetzt Schluss für heute, der Jonas und ich. Wir sind in der Nähe vom Utelek. Man sieht es leider nicht, das ist gerade hinter einem Hügel. Da geradeaus weiter. Ja, wir haben jetzt ziemlich viele Meilen gemacht, obwohl wir erst nach der 8 los sind, haben wir 25 Meilen gemacht. Es war ein anstrengender Tag. Ich bin jetzt froh, haben wir jetzt einen Zeltplatz und ein zügiges Zelt aufstellen und etwas kochen, ich habe Hunger. Es ist Freitag, der 10. Juni. Gerade 20 ab 7 Uhr. Wir sind jetzt gerade losgelaufen. Die Jonas und ich. Und das war heute Tag 46. Es war jetzt 5 ab 10 Uhr. Ich mache jetzt gerade ein bisschen Pause. Es ist sehr anstrengend wieder. Ich gehe nur mal auf und ab. Etwas anderes kennt es hier nicht. Ich bin jetzt am Aufstieg zum Handspeckpass. Nachdem ich abgekommen bin vom No-Bo-Pass, ein bisschen weiter ins Tal runter, nachher rechts in eine Seitental abgebogen und jetzt wieder auf den Handspeckpass. Jetzt haben sie hier beim Eid vergessen, Zickzack rein zu tun. Das ist ja viel zu steil so.
kommen wir jetzt zum Beartown Trailhead. Das ist ein abgelegener Trailhead. Auf jeden Fall ist jetzt 20 ab 12 Uhr und ich mache hier am Trailhead Mittagspause. Es ist jetzt 1 und ich laufe weiter. Ich glaube, ich bin gemütlich jetzt. Mag irgendwie nicht mehr so recht. Auf jeden Fall knapp 1,3 Meilen treffe ich auf den Colorado Trail. Und von dort an werden wir uns den Wanderweg teilen für 14 Tage. Also alle CDT-Hikers und Colorado Trail-Hikers laufen die vom gleichen. Ja, und etwa 7,5 Meilen kommen wir von Stony Pass. Es ist jetzt gleich 4:30 und ich bin vom Stony Pass. Ich laufe jetzt weiter Richtung den Wanderweg. Wir müssen gerade ein bisschen der Straße nach. Ja, 400 Meter also der Straße nach. Ich habe schnell ein bisschen Pause gemacht oben. Office-Sport mit Nutella. Für ein bisschen Energie. Für die letzten 1,5 Stunden für heute. Und dann schauen wir, ein Plätzchen zu finden. So, es ist jetzt 5 vor 7 und ich glaube, ich habe meinen Zeltplatz gefunden. Ich werde mein Zelt da
in diesen Gebüschen aufstellen. Da bin ich ein bisschen windgeschützt. Und etwa hier hinten. Es ist jetzt 8:30 und ich bin im Schlafsack. Die Zähne putzt aus, gegessen. Der Kadels ist dann aufgetaucht. Er hat mich wieder eingeholt. Haben wir miteinander nachgegessen. Und jetzt gehe ich schlafen. Es ist Samstag, der 11. Juni, 6:45. Tag Nummer 47 auf dem Continental Divide Trail. Ja, ich habe nicht so gut geschlafen letzte Nacht. Es war kalt. Also von unten rauf hat es mich kalt gedacht, dort die Luftmodell zu tun. Ja, vielleicht auch nicht das beste Plätzchen gewesen, das ich mir ausgesucht habe. Mehr auf den Wind geschaut, das windgeschützte Plätzchen wählen. Ja, ich habe ja noch ein bisschen Zeit zum Üben, was ein gutes Plätzchen ist und was nicht. Es ist 8:45 und ich bin schnell in den See reingekumpelt, habe schnell ein bisschen gewaschen. Es war gar nicht so kalt gewesen. Im ersten Moment habe ich gedacht, ich lasse es sein, aber nachher habe ich die Füße reingesteckt und das ist, ja, ist noch angenehm. Erfrischend.
hätte ich jetzt spätestens nach dem Aufstieg. Das war wieder anstrengend. Jetzt ist 5 ab 12 Uhr. Jetzt sollte ich irgendwo anhocken und zu Mittag essen. Ein bisschen zum Wind aus, aber das ist wieder nicht möglich. Genau. Ich habe jetzt Hunger, ich habe keine Zähne. Ich habe jetzt gerade mal eine halbe Stunde Mittagspause gemacht, weil der Wind ist jetzt ein bisschen stärker geworden. Es war unangenehm, dort zu hocken. Ich laufe jetzt ein bisschen. Und dann hocke ich später noch schon. Es ist jetzt 5:45 und ich komme jetzt zum Springkrieg-Pass. Von hier geht es per Autostopp nach Lake City. Aber ich stecke mich am ersten Morgen raus. Jetzt lohnt es sich nicht mehr runterzugehen, für ein teures Hotel zu zahlen. Darum habe ich gedacht, ich stelle mein Zelt hier oben. Und das hat ja sogar ein WC und Picknicktisch, das habe ich gar nicht gewusst. Und dann versuche ich morgen nach Lake City zu gehen. Den ganzen Tag unten meine Sachen erledigen, duschen, waschen, einkaufen, essen. Und dann muss ich warten, bis am Montagmorgen die Post aufsteht, weil ich habe Schuhe auf der Post. Weil meine sind total durch. Es ist Sonntag, der 12. Juni, 7:30. Ich habe jetzt mein Zelt zusammengepackt und zum Morgen gegessen und warte jetzt eigentlich hier am Spring Creek Pass auf Autos, die vorbeikommen. Und ich kann Autos stöppeln, die mich mitnehmen auf Lake City.